Du lernst Deutsch und hast manchmal das Gefühl, dass du gar nicht richtig vorankommst, dann bist du damit wirklich nicht alleine. Ich gebe dir heute ein paar Tipps aus meiner eigenen Erfahrung und erzähle dir einfach mal, ja, was mir persönlich beim Deutschlernen auch wirklich geholfen hat. Hi, ich bin Daiva und ich habe Deutsch selbst erst als Erwachsene hier in Deutschland gelernt. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie schwer das am Anfang war und wie lange manche Sachen einfach auch gebraucht haben. Ja, es ist meistens so. Man lernt Vokabeln, man schaut Videos an, besucht vielleicht einen Sprachkurs, aber trotzdem hat man oft Angst zu sprechen. Und sobald man wirklich auch sprechen muss, fallen einem ja plötzlich selbst die ganz einfachen Wörter nicht mehr ein. Ich erinnere mich so gut daran. Deshalb ist mein allerwichtigster Tipp, ja, sprich so viel wie möglich auf Deutsch. Ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt. Denn viele machen am Anfang den gleichen Fehler, dass sie nur lernen. Also, ja, wir schauen Videos, machen Grammatikübungen oder lesen viel, aber sprechen selbst ja viel zu wenig. Und das ist das Problem. Man versteht eine Sprache meistens viel schneller, als man sie selbst sprechen kann. Das ist auch völlig normal. Und ja, vielleicht kennst du selber auch. Ne? Du verstehst schon ziemlich viel auf Deutsch, aber sobald du selbst sprechen musst, ist plötzlich alles weg. Mir ging es das früher ganz oft so. Und ja, genau deshalb ist aktives Sprechen so wichtig. Auch wenn du Fehler machst. Ganz ehrlich, Fehler gehören einfach dazu. Ich mache selbst heute noch immer wieder Fehler und besonders bei den Artikeln. Also ich sag dir, die bringen mich manchmal zum Wahnsinn. Und das ist aber auch völlig normal. Eine Sprache zu lernen, das braucht einfach Zeit. Und vor allem, wenn man sie erst ja als Erwachsene lernt. Deshalb versuch nicht perfekt zu sein. Viel wichtiger ist, dass du dich traust zu sprechen. Und wenn du gerade niemanden hast, also mit dem du Deutsch sprechen kannst, dann sprich einfach alleine. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber ehrlich gesagt, das hilft extrem. Also ich habe damals auch super viel alleine gesprochen. Also du kannst zum Beispiel einfach ja über deinen Tag reden oder ja dir kleine Alltagssituationen vorstellen. Zum Beispiel, wie würdest du im Supermarkt was sagen oder wie würdest du beim Arzt antworten oder wie würdest du jemandem nach dem Weg fragen? Wichtig ist einfach, dass dein Gehirn anfängt aktiv auf Deutsch zu denken. Was mir auch sehr gut geholfen hat, ich habe ja angefangen, Tagebuch auf Deutsch zu schreiben. Ich habe einfach geschrieben, wie mein Tag war, was ich gemacht habe oder ja, wie ich mich gefühlt habe. Ja, ich finde, der Vorteil beim Schreiben ist, dass du ja einfach länger nachdenken kannst und du musst ja auch nicht sofort dann antworten wie beim Sprechen. Eine andere Methode, die ja auch super hilfreich ist, die nennt sich Shadowing. Da hast du die vielleicht schon gehört. Das bedeutet einfach, du hörst einen deutschen Satz und sprichst ihn direkt nach. Zum Beispiel bei einem Video, Podcast oder eine Serie. Ja, du stoppst einfach kurz und sagst genau den Satz so, wie der gesagt wurde. Das hilft wirklich extrem bei der Aussprache, beim Satzbau, ja, oder einfach auch dieses Sprachgefühl erstmal zu bekommen. Was auch unglaublich hilft, lerne nicht nur einzelne Wörter. Also ich habe damals selber auch den Fehler gemacht. Versuche lieber ganze Sätze oder typische Ausdrücke zu lernen. Zum Beispiel nicht nur das Wort Termin, sondern direkt, ich möchte einen Termin vereinbaren. Sowas zum Beispiel. Ne? Dadurch lernst du automatisch einfach den Satzbau und kannst später viel schneller auch sprechen. Und noch ein Tipp, der wirklich unterschätzt wird. Wiederhole Wörter regelmäßig, also die du gelernt hast. Viele lernen zum Beispiel 30 neue Wörter am Tag und vergessen sie nach einer Woche wieder, weil ja, die nicht wiederholt haben. Also Wiederholung ist mega wichtig. Und was mir persönlich auch extrem geholfen hat, ich habe versucht zum Beispiel auch möglichst viele kleine Dinge im Alltag auf Deutsch zu machen. Also zum Beispiel, ich habe Einkaufslisten auf Deutsch geschrieben oder kleine Notizen zu Hause gemacht. Ich weiß, ich habe damals sogar mein Handy auf Deutsch umgestellt. Das klingt erstmal vielleicht nach kleinen Sachen, aber genau diese kleinen Dinge helfen am Ende unglaublich viel, weil du einfach ja, dadurch jeden Tag automatisch Kontakt mit der Sprache hast. Und noch ein Tipp, nimm dich selbst beim Sprechen auf. Ich weiß,
Am Anfang hört man seine eigene Stimme überhaupt nicht gern. Also das merke ich jetzt auch beim YouTube-Videos. Aber das hilft extrem viel. Dadurch merkst du viel schneller, wo du noch Probleme der Aussprache oder Satzbau hast. Und du hörst mit der Zeit selbst auch deine Fortschritte. Und genau das motiviert dich dann später. Und noch etwas Wichtiges, lerne lieber jeden Tag ein bisschen, anstatt einmal pro Woche ganz viel. Also auch nur 20 oder 30 Minuten täglich helfen wirklich oft mehr als 5 Stunden am Wochenende. Wichtig ist, einfach dran zu bleiben. Und glaub mir, mit der Zeit wird wirklich vieles leichter. Am Anfang denkt man oft, ja, dass man gar keine Fortschritte macht, aber plötzlich merkt man irgendwann, Moment mal, ich verstehe viel mehr als früher. Und genau so wächst man Schritt für Schritt weiter. Ich hoffe sehr, dass meine Tipps dir ja vielleicht ein bisschen helfen werden. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie lange du schon Deutsch lernst und was für dich gerade am schwierigsten ist. Ich kann das so gut nachvollziehen und ich fühle das so wirklich mit und ja, ich kann dir aber sagen, es wird besser. Gib dir einfach mehr Zeit und ja, hab Spaß beim Lernen und Sprechen. Also, dann mach's gut, pass auf dich auf und bis bald.